Was haben 3D-gedruckte Schuhe, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Sports gemeinsam? Mehr als Sie denken. Willkommen zu Siemens Tech Minds 2026. Heute bei uns auf der Bühne der CEO von Siemens, Roland Busch, und der CEO von Adidas, Björn Gulden. In dieser Panel-Diskussion treffen persönliche Perspektiven auf globale Trends. Über die Rolle des Sports im Leben, über moderne Produktion, bis hin zu der Frage, wie moderne Technologien wie KI ganze Industrien verändern. Und welche Rolle spielt China? Lokale Märkte und Investitionen in Sportinfrastruktur. Jetzt reinschauen und erfahren, was die nächste Generation von Producern und Performern antreibt. Herzlich willkommen, Roland Busch und Björn Gulden. Hallo! Servus, Roland. Grüß dich. Björn. Hallo, mein Lieber. So, bevor wir aber uns um die KI kümmern, starten wir mal ganz analog mit der sportlichen Basis. Roland, du leitest einen hochkomplexen Technologiekonzern. Du bist CEO. Was würdest du sagen, ist die größte Schnittmenge zwischen einem CEO von Siemens und einem Leistungssportler? Also zunächst mal Fitness. Ich glaube, das körperliche Fitness gehört auch in meinem Beruf mit dazu. Wenn man einmal um die Welt fliegt innerhalb von 2-3 Tagen und dann aussteigt, abrufen muss, egal in welcher Zeitzone man ist, dann hilft körperliche Fitness. Das andere ist dann halt auch wirklich die Leistung abrufen, wenn es darum geht. Das ist bei Sportlern eben so. Und wenn der Wettbewerb losgeht, dann muss man eben auf dem Höhepunkt sein. Und das passiert auch dann, wenn bei solchen Veranstaltungen, dass man halt keinen Quatsch erzählt und gut vorbereitet ist. Und vielleicht der letzte Aspekt ist das Leben, also auch ein CEO, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Das heißt, man muss Jahre durchhalten, also auf Substanz arbeiten funktioniert nicht. Und ich glaube auch, das funktioniert im Leistungssport genauso wenig. Björn war mal Fußballprofi. Inwieweit würdest du sagen, profitierst du heute noch von den Erfahrungen in deiner Arbeit als CEO von Adidas? Also beim Club war ich ein Fehleinkauf, so das ist keine gute Erfahrung. Aber ich habe ja auch in Norwegen gespielt. Ich glaube, dass mit dem Druck umzugehen, musst du als CEO und auch als Sportler. Und dann im Teamsport ist es so, dass auch als Jung oder auch im Leistungssport musst du dich einordnen in ein Team. Du spielst mit Spielern, die sind besser als du, schlechter als du, die du magst, nicht magst. Und so ist es ja auch im Berufsleben. Ne? Das ist ja so, du musst dich ja einordnen. Und ich glaube, die Parallele im Teamsport durchzugehen, vielleicht nicht nur im Leistungssport, aber da auch, hat sehr viele Parallele mit das Leben danach. So ich fand, dass meine Sportkarriere, wenn man das so sagen darf, war für mich die beste Ausbildung. Mhm. Das andere kann man erlernen. Ich meine, wir können zur Schule gehen und studieren, aber die soziale Kompetenz, wie du dich reinbringen kannst, das kannst du nur über Erfahrung. Und da ist Sport, glaube ich, sehr wichtig. Das ist die Basis. Von Roland weiß ich, dass er morgens gerne mal der Erste im hauseigenen Gym ist. Darf man fragen, was du da so machst? Also, ja, man kann das auch bei LinkedIn nachschauen. Meine Social-Media-Abteilung, die hat da einen ganz tollen Comic draus gemacht. Also mein Schwerpunkt ist Krafttraining. Ich mache vielleicht 10-20% Cardio, meist Krafttraining. Wie viel Uhr ist es da? Wenn es sein muss, auch vor 6, typischerweise 6 Uhr, 6:30 Uhr und unter der Woche Stunde 15, Stunde 30 Minuten, am Wochenende dann lieber ein bisschen später, dafür dann eben 2 Stunden. Das ist dann aber auch schon genug gut. Und ich mache Split-Training, also ich trainiere 6-mal die Woche, einen Tag geht irgendwie nie auf. Meistens ist es der Montag, wenn ich ja früh abgeholt werde oder ähnliches. Und ich mache ein Split-Training, sodass man dann wirklich auch nicht jeden Tag die gleichen Muskeln trainiert, sondern durchwechselt. Und was ich typischerweise mache, ist, ich nehme mir immer wie so ein Zirkel, also 3 Übungen, die ich durchrotiere, also verschiedene Muskelgruppen, damit man sozusagen eigentlich ohne Pause durchgehen kann. Die rotiere ich dann 4-mal
und dann kommen die nächsten 3 Übungen, wieder 4-mal, die nächsten und dann ist dann die Stunde rum. Und aber auch gut gefüllt. Genau, und das ist der Plan, dass ich halt in der Zeit möglichst viele Übungen reinkriege und und dann kann der Tag losgehen. Ihr wart gerade erst zusammen im Gym, Björn, ne? Ja. In China waren wir zusammen, ja. War das schön oder Der war das Geheimnis, frustrierend? wir waren die Einzigen. Wir waren die Einzigen, die Niemand ganze anderer war da. Delegation. Genau. Das stimmt. Ja, aber wie sieht dein sportliches Programm aus? Ja, ich komme ja aus Norwegen, ne? So, und wir sind ja gut im Wintersport, ein bisschen besser als die Deutschen. Und ich mache Rollski jeden Morgen. So, wenn man einen Verrückten sieht, der auf Skier läuft im Sommer, dann bin es ich. Ich Auf glaube, der Rollski? Einzige. Ja. Rund um Herzogenaurach? Ja. Ja. Also beide Herren sehr sportlich aktiv. Ich schaue mir mal deine Schuhe an, Roland. Die kann man verbessern. Also ich finde, Das ist nicht das Neueste. ja. Nein, es ist nicht das Neueste, aber sie sind natürlich So notieren, ne? super angesagt in weiß. Weißt du, wo diese Schuhe produziert worden sind und wie sie produziert worden sind? Nee, das weiß ich nicht. Ich weiß, das weißt du wahrscheinlich auch nicht, oder? China, Also China, mit aller Wahrscheinlichkeit. China, Indonesien und Vietnam, einer Genau, von den 3. Genau. Wie viel Siemens steckt da drin? Auch das 1,95. 2 Meter. 2 Meter. Also ich vermute viel Automatisierung. Ich meine, das weißt du besser. Das ist ja eine unglaublich ausgereifte Zulieferindustrie. Da gibt es ein paar Firmen, die machen, ich glaube, also Puchent ist eine Firma, die wir nachher kennenlernen, macht 400 Millionen Schuhe im Jahr. Mindestens. Genau. Und davon gibt es einige wenige und die machen das für viele Hersteller. Und demzufolge, wir werden automatisieren. Wir helfen auch beim Design, digitales Design und Ähnliches. Das ist mehr mit dabei. Aber mehr sozusagen in der Fertigungstechnologie. Wie ist denn der Status quo, Björn? Wie produziert Adidas heute? Wie viel davon ist bereits automatisiert und welche sind die Schritte, um die Frage auch gleich noch dran zu hängen, die tatsächlich noch das Handwerk erfordern? Das ist keine einfache Frage. In die Entwicklung ist sehr viel Handwerk noch. Man braucht noch Schuhmacher im Sinne von, dass man das Produkt versteht. Und je weiter man geht in die Fertigung, je mehr kann man automatisieren. Ich weiß nicht, ob ich das darf, aber das ist ja Werbefernsehen, oder? Ja, du darfst hier alles. Diesen Schuh zum Beispiel ist ja voll gedrückt. Also das heißt, der ist vollautomatisiert. Der wird in eine Druckmaschine programmiert und dann druckt er den Schuh fertig. So da ist keine Handarbeit überhaupt und davon gibt es viele Versionen. Das Problem bis jetzt ist, dass das Material und das Gefühl von den Schuhen ist nicht besser als normale Schuhe, weil man sind noch nicht so weit, dass man die Kombination von Weichheit und Fest, weil man braucht ja beides, dass das besser ist als normale Schuhe. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Das heißt, das ist noch ausbaufähig, was wir hier haben. Ja, alles ist ja ausbaufähig, aber das ist cool und Leute zahlen auch gut dafür, aber das macht dich nicht besser. Was kostet der? Der kostet 160 € in Deutschland. Okay, und der kommt so, wie er ist, aus diesem 3D-Drucker raus? Ja, kommt ein, also nicht 2, sondern ein jedes Mal. Das dauert noch sehr lange, so das ist immer noch teuer. Wir verdienen nicht viel Geld damit überhaupt. Das ist mehr, sagen wir mal, Innovation zu zeigen. Ja, man muss auf die Reise gehen irgendwann. Man muss es irgendwann mal anstoßen, damit es dann hinterher funktioniert. Sie wissen auch, das Größensystem in Schuhe ist eigentlich falsch. Darf ich eigentlich nicht sagen, aber so wie Größen definiert, stimmt ja nicht, weil die Proportion von deinem Fuß ist ja viel mehr als 38, 38,5, 39, weil die, sagen wir mal, der Form von den Schuhen ist ja ganz anders eigentlich. Und in die Zukunft wird es 100% so sein, dass man scannt seinen Fuß im Laden und man produziert deinen Fuß 100%. Da kommen wir dann später zu, das ist schon ein Schritt weiter. Erstmal interessiert mich die Frage, das Ziel insgesamt in der Industrie sind ja vollständig digitalisierte Fertigungsstraßen. Manchmal ist es so, dass man ein Angebot macht, aber die Nachfrage ist noch gar nicht so da. Für wie viele Unternehmen kommt das denn überhaupt schon in Frage? Also es hängt jetzt in der Tat von dem Produkt ab, das man fertigt. Ich sage gleich noch was zu Schuhen. In vielen anderen Bereichen, Elektronik, Fertigung,
Zusammenbau von Teilen, die eben kein Gewebe sind, sondern wo eben Dinge zusammengebaut werden. Da läuft es schon extrem hoch automatisiert. Da findet man weniger und weniger Menschen. Gehen wir in den Halbleiterbereich. Was Fertigung anbelangt, fasst da eigentlich keiner mehr was an. Die Menschen, die dort am Shopfloor sind, das sind alles Ingenieure. Die sind eigentlich nur dazu da, dass die Maschinen funktionieren und laufen, aber angefasst wird da gar nichts mehr. Und bei Schuhen ist es so, das ist natürlich schon komplex, also auch weil es Gewebe ist, muss genäht werden, ist schwierig. Was zum Beispiel extrem schwierig ist, das Einfädeln von Schnürsenkeln. Da war ich neulich bei einer Robotics, meine sind zu lang. Ja. Sind so lang. So kamen die allerdings alle. Aber auf jeden Fall habe ich neulich eine Robotics-Firma getroffen, die haben in der Tat, das gibt so Teleoperating-Gyms, wo also Roboter trainiert werden. Also Roboter brauchen Daten, mit denen sie dann trainiert werden. Und die haben in der Tat Schnürsenkel eingefädelt. Also sitzt einer da, der hat so einen Teleoperator und damit betreibt er den Roboter und er hat mit dem Ding dann Schnürsenkel eingefädelt. Das sah noch nicht gut aus. Also das dauert noch eine Weile, aber irgendwann kriegen die das auch hin. Das ist natürlich hier gelöst, ne? Ja, einfach ein Slip-in-Schuh. Das ist wunderbar. Du hast gerade eben gesagt, es kommt ganz darauf an, Ja. um was es sich handelt. Bei Schuhen, Adidas macht ja nicht nur Schuhe. Und ich frage mich, ist denn Adidas am Ende eine Modemarke oder ein Technologiekonzern? Weil, du hast gerade schon gesagt, also es muss die Designer immer noch geben. Kreativ ist diese KI ja nicht. Wie anspruchsvoll ist das? Was seid ihr? Na gut, da gibt es ja viele Meinungen. Meine Meinung ist klar, das wird eine Sportfirma. Ich glaube, dass der Ziel von Adidas, dass man für den Athleten da war und der verlängerte Athlet ist ja dann der Konsument, das müssen wir nie vergessen, weil wenn wir sagen, wir sind Technologie oder wir sind Mode, da verlieren wir total den Geist. So wir sind ganz klar eine Sportfirma. Jetzt haben wir das Glück, dass Sport geht auch als Mode. Wenn man die Schuhe hier sieht, dann tragen ja die meisten Sportschuhe nicht um Sport zu machen, weil das ist auch die komfortabelste Schuhe. So die Industrie ist ja viel, viel größer, als die nur Sport machen. Aber für uns steht der Athlet, egal was er oder sie für Sport macht, im Vordergrund. Und wenn wir das verlieren, und ich glaube, Adidas hatte teilweise ein bisschen verloren und hat definiert, man ist Technologie, aber dann, glaube ich, sind wir total verloren. Aber Sneaker sind ja in den letzten Jahren absolut in Mode gekommen, absolut en vogue. Kannst du mittlerweile überall anziehen. Das muss doch auf euch eingezahlt haben, oder? Ja. Also die Industrie ist ja viel größer als die, wo nur Sport machen. Das beste Beispiel ist, der Marktforschung sagt, dass in Amerika hat jeder Amerikaner 4,3 Paar Laufschuhe. Wie viele Amerikaner kennst du, die überhaupt laufen? Okay? So, das ist ja auch die Leisten, die Materialien, sagen wir mal, die Dämpfung, der Komfort ist in Sportschuhen viel, viel besser als in einem Schuh, der er zum Beispiel hat. Das bedeutet, dass Leute tragen ja gerne Komfort und das heißt, mehr und mehr Leute kaufen ja Sportschuhe nicht für den Sport. Gehen Sie nach Florida oder Arizona, wo ja eine ältere Zielgruppe wohnt, haben alle Laufschuhe und da läuft niemand. Ne? So, und Innovation im Schuhbereich ist ja ein bisschen komisch, weil es kommt nur von dem Sport. Wenn Sie die formelle Schuhe sehen, die wir Männer tragen, die sehen ja genauso aus wie vor 50 Jahren. Tut auch weh, wenn wir die tragen. Bei Damen auch ist es ja so, dass auf Absatz zu gehen, ist ja nicht sehr komfortabel. Ne? So, ihr mag ja flach zu gehen und flach hast du dann Sneaker und die kommen dann halt für die Sportmarke. Ist sehr gut, dass es so ist. Dann gehen wir mal zurück zur Digitalisierung. Das ist ja auch deswegen so wünschenswert, weil es eben die Kosten senkt, Roland. Kostendruck herrscht überall. Wie kann denn Siemens Unternehmen helfen, effizienter zu arbeiten, ohne an Qualität einzubüßen? Also das Grundprinzip ist, dass wir im Wesentlichen einen Replik der realen Welt bauen, also digitale Zwillinge von dem Produkt, das gefertigt werden soll, von der Fertigung. Im Prinzip auch dann, wenn das Produkt im Feld ist, dass wir einen digitalen Zwilling haben, der mitlebt, also permanent Daten generiert und den digitalen Zwilling füllt. Und damit kann man einfach die Geschwindigkeit, die Innovationsgeschwindigkeit, die in Software steckt, die extrem schnell geht, man kann ja jeden Tag ein Software-Update kriegen oder jede Stunde, diese Geschwindigkeit, die kann man auf den kompletten Prozess übertragen. Also wir haben es geschafft, bei Automobilherstellern
Früher hat die Zeit von der Start der Entwicklung bis zum Start der Produktion waren 36, 40 Monate. Wir haben das auf 20 Monate und weniger reduziert, indem man eben ein Produkt erst digital baut. Man baut dann auch die digitale Fertigung dazu, optimiert das Ganze. Wenn was nicht ganz passt, kann man auch zurückgehen in das Design und das nochmal entsprechend anpassen, damit es besser gefertigt werden kann. Und das geht bis in die Zulieferkette. Das heißt, das Produkt schaut nicht nur aus wie das Reale, sondern das fühlt sich auch an. Das ist auch Physik passiert. Das heißt, wenn man es stresst, wenn man ein Auto gegen die Wand fährt, wir simulieren Crashtests, wir simulieren sogar die Software, die auf einem Halbleiter läuft. Und wenn das alles optimiert ist und es dann baut, dann kriegt man halt unglaubliche Geschwindigkeiten. Also wir sparen 20, 30%, manchmal sogar 50% der Zeit. Und Flächenproduktivität steigt, Variabilität steigt, Energieeffizienz steigt. Und das funktioniert, indem man diese beiden Welten, also die digitale und die reale Welt, miteinander verbindet. Und das ist dann auch in einem Satz die Strategie von Siemens. Das ist die Strategie von Siemens und die kann allen helfen, auch Adidas. Jedes Unternehmen steht im Jahr 2026 vor großen Herausforderungen. Man hat den Eindruck, man wird permanent eigentlich schon wieder überholt von der nächsten Entwicklung. Wir haben, Björn, steigende Rohstoffpreise, wir haben die Geopolitik, Supply Chain. Was bereitet Adidas aktuell die größten Kopfschmerzen? Wissen Sie, egal wie digital wir reden, das Schwierigste ist immer mit den Menschen. Wir haben 65.000 Menschen und indirekt über 1 Million Menschen, die für uns arbeiten, wenn man die Fertigung sieht. Und ich glaube, die größte Kopfschmerz, die du hast die ganze Zeit, wie schaffst du die Balance mit den Menschen zu halten, dass du motivierst und gleichzeitig dich verbessert. Die Probleme der letzten 6, 7 Jahre, wenn man die Pandemie sieht, wenn man die Kriege sieht, wenn man die Krisen sieht, ist ja, die kommen ja in so einen Takt, dass Planung ist schwierig und du brauchst dann eine große Geschwindigkeit, dass Leute sich ändern. Ne? Und das, finde ich, ist das Schwierigste. Wie schaffst du, Leute mitzunehmen, dass die andere Dinge machen müssen? Wir stehen jetzt für künstliche Intelligenz. Ich meine, wenn man da so ein bisschen sieht, was für Diskussionen da laufen und was für positive, aber auch für Herausforderungen das hat in verschiedenen Jobs und so, das ist schon schwierig. So, ich würde sagen, das größte Problem, nicht Problem, aber das, was man am meisten Gedanken macht, sind immer Menschen. 80% von deinen Gedanken hat immer mit Menschen zu tun. Auf jeden Fall bei mir. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Adidas und von Siemens geht es natürlich besonders gut, wenn es dem Unternehmen gut geht. Roland, wenn du einfach mal auf den Kunden Adidas schaust, was ist denn die größte technologische Lücke, die man in diesem Unternehmen noch schließen könnte? Nur zwischen uns. Nur zwischen uns. Dann magst du das. Nee, ich meine, zunächst mal ist es so, wir haben jetzt über den Schuh gesprochen und das ist momentan nach wie vor eher ein Showcase eigentlich. Also Volumen ist da noch nicht dahinter, Technologie ist nicht so weit, fühlt sich vielleicht noch nicht so an, wie er soll. Aber Technologie entwickelt sich weiter, schnell weiter. Das heißt, man muss damit anfangen und dann gucken, wo die Reise hingeht. Was wir angesprochen hatten, und das wird vielleicht auch mehr eine Rolle spielen, ist, wie weit kann man einen personifizierten Schuh bauen, zu den gleichen Kosten wie ein Schuh, der in Massenware produziert wird, immer der gleiche. Und das ist natürlich die Herausforderung. Das wäre nicht toll, wenn ich sagen kann, ich kriege für den gleichen Preis einen Schuh, der genau für mich gemacht ist und eben nicht nur in 2, 3 Größen kommt, vielleicht noch eine breiten Variante, vielleicht sogar noch in verschiedenen Farben. Und das wäre jetzt wirklich ein Kundennutzen, den ihr generieren könnt, was vielleicht auch nicht für alle zutrifft, das wird sich so langsam durchsetzen, aber die Voraussetzung ist, das hinzukriegen zu den gleichen Kosten. Denn meist sind Kunden eben dann nicht bereit, mehr dafür zu zahlen. Und es muss einfach funktionieren. Vielleicht noch ein Satz zu der Herausforderung. Ich kann das unterstreichen. In den Zeiten, wo sich Technologie so schnell ändert, passiert es eben, dass bestimmte Aufgaben gibt es nicht mehr. Bestimmte Fähigkeiten sind nicht mehr relevant. Das heißt, Menschen müssen sich verändern, müssen die Menschen mitnehmen. Wir investieren in Aus- und Weiterbildung bei Siemens 430 Millionen pro Jahr, um Menschen zukunftsfähig zu machen, dass sie dort bleiben. Und das ist mit einer Geschwindigkeit, durch KI natürlich, hat es sich mit einer Geschwindigkeit entwickelt, die die Welt noch nicht gesehen hat. Vielleicht, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, wenn man das vergleicht mit anderen disruptiven Veränderungen, technologischen, für den Dampf hat es damals 60 Jahre gedauert, bis der sozusagen die Welt verändert hat. Elektrizität 30,
Computer, Internet 15 und wir reden jetzt von 7, 8 Jahren. 3 sind schon rum. Und man merkt auch, zum Beispiel mal ein Beispiel, das Thema Softwareentwicklung. Also ich habe neulich einen von Tech-Firmen getroffen, die Modelle bauen, die sagen, Software ist gelöst. Also man braucht keine Leute, die Software schreiben mehr. Also und damit fällt sozusagen eine ganze Branche weg. Ja. Das sind die Herausforderungen. Also KI verunsichert viele Menschen nach wie vor sehr, weil sie sich darunter einfach überhaupt nichts vorstellen können. Also sie fühlen sich dadurch bedroht. Das ist ein Thema, das würde ich gerne später nochmal aufgreifen. Jetzt haben wir was ganz Spannendes vor, weil wir haben ja hier diesen Schuh schon gesehen von Adidas, der komplett aus dem 3D-Drucker kommt. Und Björn hat ja schon gesagt, das ist der Anfang. Und das ist natürlich noch nicht das Ende der Entwicklung. Und es gibt in Niedersachsen gerade die Hannover Messe. Und wir haben jetzt Gelegenheit, auf den Stand von Siemens zu schalten. Da gibt es einen Schuhcase als Showcase. Und wir sehen gleich Carsten Häuser und Jens Hübner. Die sind dort und die können uns zeigen, was den Besuchern dort präsentiert wird. Hallo Hannover. Hallo nach Erlangen und viele Grüße von dem Siemens-Stand aus Hannover. Ich hoffe, ihr könnt uns gut sehen und hören. Alles super, ja. Wir stehen hier auf dem Innovation Hub auf unserem Messestand. Hier geht es darum, wie ich individualisierte und performance-optimierte Produkte in Zukunft konstruieren und produzieren kann. Und dies mittels eines Sportschuhs durch 3D-Druck. Die Besucher hier auf dem Stand können diesen Prozess live erleben und deswegen bitte ich mal die Laura, übrigens aus Herzogenaurach, uns das mal kurz zu zeigen. Der gesamte Prozess startet mit dem Scannen eines Fußabdrucks. Zusammen mit verschiedenen Anforderungen ergibt das die Daten, die dann in einem vollautomatisierten Prozess in verschiedene Software-Tools von Siemens geschickt werden. Vielen Dank, Laura. Das Besondere ist nun, dass die die Sprung- oder die Dämpfungseigenschaften des Schuhs mittels einer trainierten KI in unserer Software simuliert werden können. Gleichzeitig wird in einer anderen Software die Konstruktion dieser Gitterstrukturen kontinuierlich so angepasst, dass der Schuh am Ende genau die Anforderungen des Nutzers hat, aber von außen erstmal zunächst gleich aussieht. Wir enden damit mit einer Datei, die alle Prozessvorschriften, die alle Materialeigenschaften und die Geometrien beinhaltet. Ein vollständig digitales Produkt. Und das in 30 Sekunden. Und ohne dass unsere Mitarbeitenden Experten in der Handhabung von komplizierten Simulationssoftware-Werkzeugen werden müssen. Aber ein digitales Produkt ist natürlich wertlos, wenn ich es nicht produzieren kann. Und da geht es um Wirtschaftlichkeit, Adaptivität, Flexibilität. Auch das zeigen wir hier in Hannover, die adaptive Fertigung. Und dazu übergebe ich an meinen Kollegen Jens. Dankeschön, Carsten, und herzlich willkommen in unserer adaptiven Schuhfertigung, wo wir zeigen, wie mithilfe von industrieller KI, industriellem 3D-Druck und Robotik die Fabrik optimiert werden kann. Hinter mir seht ihr beispielsweise solch einen industriellen 3D-Drucker, der es erst als Produktionstechnologie ermöglicht, diese komplexen Strukturen zu produzieren. Aber erst richtig adaptiv wird meine Fertigung durch den Einsatz von industrieller KI. Das ist ein Thema, das ist nicht nur für Schuhproduzenten relevant, das ist für all unsere Kunden und auch für uns selber als Produzent relevant. Deswegen zeigen wir, wie orchestrierte KI-Agenten Funktionen in der Fertigung übernehmen können. Beispielsweise bei einem Maschinenausfall die Fertigung umplanen, um so die Produktivität in der Fertigung weiter hochzuhalten. Zusätzlich seht ihr im Hintergrund, wie autonom agierende Förder- und Flurfahrzeuge das Material von A nach B bringen und somit Intralogistikaufgaben und den Materialfluss adaptiv gestalten, aber trotzdem weiterhin automatisieren. Also so wie ich finde, industrielle KI, industrieller 3D-Druck
und Robotik. Das Zusammenspiel zeigt sehr schön, wie wir bei Siemens die reale mit der digitalen Welt kombinieren. Und damit zurück zu euch nach Erlangen. Ja, vielen Dank, lieber Carsten, vielen Dank, lieber Jens. Das ist schon beeindruckend, oder? Was fällt dir als erstes ein, wenn du sowas siehst, Roland? Ja, dass die genau das machen, was ich gesagt hatte. Also, sie leben unsere Strategie. Ich meine, das hat man jetzt gerade gesehen. Das ist ein digitales Produkt, komplett digital und so noch kundenspezifisch. Geht dann in einen digitalen Prozess sozusagen, der eigentlich keine Menschen mehr hat. Der Drucker, der druckt halt einfach das Produkt, die Daten werden alle übergeben. Und im Hintergrund hat man es gesehen, die Logistik dahinter, das sind auch schon Roboter, Cobots, also oder Humanoids, je nachdem, was man da einsetzen mag. Und das ist die komplette Kette, die einmal durchdekliniert ist. Das ist nur ein Beispiel, es geht auch für komplexere Themen, wo sie eben nicht nur einen Schuh produzieren, also sind so Autos oder Roboter zum Beispiel, die auch produziert werden. Aber den Schuh sehen wir ja gerade noch. Carsten, halt ihn noch mal in die Kamera. Kannst du uns sagen, was der ungefähr kosten wird? Ja, ich glaube, zu dem Marktpreis wäre die Frage eher zu Adidas zu adressieren. Ich kann es nur sagen, diese Kleinserie, die wir hier mit Poocheng Group hergestellt haben, wird über den Mitarbeitershop zu normalen Kosten, wie wir es eben gehört haben, ja, verfügbar gemacht für unseren Messestand einmalig hier. Aber die Frage an Marktpreise geht natürlich an den Kollegen von Adidas. Frage ich gleich. Wie fühlt er sich denn an? Fühlt er sich gut an? Liegt er gut in der Hand? Am Fuß? Super. Und Fuß dann später auch noch. führt zu sehr viel Visibilität und Interesse bei unseren Besuchern. Jeder möchte den Schuh haben. Das glaube ich. Das ist nicht total ähnlich, ist das Siemens Petrol, ne, muss man schon sagen. Ja klar, also da wird ja nichts dem Zufall überlassen. Björn ist ganz andächtig geworden. Das ist schon cool, ne, was die da machen in Hannover bei Siemens. Muss ich jetzt ehrlich sein oder so? Da fehlen die Streifen, oder? Ne, sei ehrlich. Also erstmal dreh den Schuh, in die Ferse steht Siemens, oder? Dreh den, da steht Siemens. So, das wäre ungefähr der halbe Preis, wenn es Adidas steht. Das ist das Erste. Das ist Emotion. Das andere ist ein bisschen geschummelt, weil was die drücken, ist ja nur die Sohle, nicht den Schuh. So, ich schätze, der Schaft kommt von Asien. Also, der ist ja voll gedrückt, so, wir sind schon weiter. Und das andere ist, und das ist wieder so, wenn du diese Dinge siehst, sie steht auf einer Platte und dann misst du das. Du kaufst ja nicht einen Schuh, um zu stehen, wenn du nicht ein Bäcker bist oder so. Du läufst ja. Und das heißt, wenn du das alles richtig machen musst, musst du dann auch, sag mal, dein Geschäft so verstehen, dass du baust es nach die Forderungen, die ein Schuh hatte. Das hieß eine Bewegung. Und selbstverständlich musst du den ganzen Schuh drücken, weil wenn du nur die Sohle drückst, musst du ja alle anderen Komponenten importieren. Klar. So. Aber wir werden da eine Lösung finden, wo wir das als Adidas machen können. Und unsere Designer sind auch ein bisschen besser in Schuhe als die Siemens-Designer. Muss ja so sein. Ja, Genau. Ja, klar. So, wir sagen erstmal Dankeschön an Carsten und an Jens in Hannover. Bitte schön. Und also Adidas wäre ja verrückt, wenn es nicht drüber nachdenken würde, wie man sowas möglichst bald an den Start bringen kann, Björn. Wie lange wird es dauern, bis ein Kunde einen Schuh kaufen kann, der exakt seinen Fuß wiedergibt, sage ich mal, und ja, im besten Fall auch lokal produziert wurde? Na gut, das kannst du schon machen heute mit der Technologie. Also das gibt schon Technologien, die das machen kann, nur das ist so unfassbar teuer, dass es nicht kommerziell ist. So, ich glaube schon, dass man wird die ersten Laden sehen, wo das machbar ist. Wahrscheinlich nicht in Deutschland. Das ist auch so, dass diese Technologien, glaube ich, kommt früher zum Beispiel in China, als die hier kommen. Warum nicht in Deutschland? Also was man heute sieht, nur um das Thema Drucken anzusprechen, das hast du vorhin gesagt, es geht unglaublich langsam, bis gedruckt wird. Und momentan ist es so, im Zweifelsfalle, wenn man in einem gewissen Volumen produziert, dann sind konventionelle Produktionsarten nach wie vor kostengünstiger. Also ein Modell zu machen und dann eben zu drucken oder ähnliches, also zu stanzen, was auch immer. Oder Injection Molding, also praktisch Plastik in eine Form drücken. Was man aber sieht ist, dass in China gibt es mittlerweile Firmen, die haben unglaublich große Fußballfelder von Druckern. Also die skalieren das Thema Drucken jetzt.
und sind jetzt schon in der Lage, dadurch, dass sie eben hochskalieren, da druckt halt einer nicht eine Maschine, einen Schuh nach dem anderen, sondern sind halt Hunderte davon, die drucken und dann gehen natürlich auch die Kosten nach unten. Also das Skalieren, das schafft China extrem gut, skalieren auch das ganze Ökosystem dahinter, die Zulieferbasis und da ist China ungeschlagen an ganz, ganz verschiedenen Themen. Und die sind dann übrigens auch, die fertigen dann wirklich auch auf Demand. Also wenn ich sage, ich brauche mal 200 Stück von irgendwas, die machen das dann mal eben schnell. Und da reicht es, dass man im Wesentlichen seine CAD-Daten schickt und dann kriegt man innerhalb von wenigen Tagen kriegt man das Produkt. Aber China ist China und weit weg und Deutschland ist ja auch ganz schön. Über welches Jahr sprechen wir? Wann werden wir das hier so produzieren können, dass hinterher alle was davon haben? Also das kommt so ein bisschen an von der Nachfrage und wie der Handel damit reagiert. Ich glaube, dass die ersten Schritte sieht man ja hier. Man muss auch nicht vergessen, dass wir nützen ja die gleiche Technologie, um individuelle Schuhe zu machen für unsere Stars. Also jeder, sagen wir mal, Nationalspieler im Fußball kriegt ja seinen Fuß gedrückt als Leisten und dann bauen wir kommerziell den Schuh um seinen Fuß. So ein Messi spielt nicht mit Größe 38,5, sondern er spielt mit Größe Messi. Und wir machen in Scheinfeld, das ist ja nicht so weit weg von hier, ungefähr 5000 Paar Schuhe, Maß gemacht für unsere, sagen wir, besten Athleten, auch Deutschen. Das heißt, diese Technologien wird benutzt schon jetzt. Und die Frage, wann man das dann kommerziell macht, sodass sie das in den Laden machen kann, das hat viele, sagen wir mal, Variablen, um das zu entscheiden. Ich glaube aber leider, dass die Innovationskraft und die Skalierung nicht das Größte ist in Deutschland. Das ist nur so. Ich meine, wissen Sie, die Chinesen sind ein bisschen mehr als uns. Und da ist es halt, dass du kannst von der Forschung oder von deiner Entwicklung sofort skalieren. Ne? Und hier geht es ein bisschen langsamer, wenn es geht um unsere Produkte. Ne? So, aber in 10 Jahren 100%, in 5 vielleicht. Und am Anfang wird es ja nicht sein, um Geld zu verdienen, sondern es wird, um das, sagen wir mal, zu zeigen. Ne? Und das, was ihr da in Scheinfeld macht, diese in geringerer Stückzahl eben für die Stars, das wird es in der Form immer geben? Ja. Also bei Fußball ist es ja so, dass nicht nur machst du den Leisten für den Spieler, sondern die wollen ja den Namen haben von der Frau oder Freundin oder Kind oder alle drei auf einmal, das gibt es ja auch, so dass jedes Schuhpaar ist dann nur gemacht für die und die kriegen, sagen wir mal, für jedes Quartal 4, 5 Paar Schuhe das ist deren so Eigentum. Das machen wir in Scheinfeld seit Jahren und das wird auch da immer bleiben, auf jeden Fall solange, dass ich etwas zu sagen, weil dieses Gefühl, dass du machst deine besten Produkte für deine besten Athleten eine halbe Stunde vom Headquarter und alle können das sehen, das bedeutet viel mehr als das Kommerzielle. So, das werden wir weitermachen. Björn hat einen Schuh auch mitgebracht, den hat er uns vorhin schon kurz gezeigt, den haben Marathonläufer wohl auch schon an. Die sind der wiegt so... Genau, einmal bitte durchgehen lassen. Der wiegt, wie viel wiegt er? 97 Gramm. 97 Gramm. Und er sagt, damit könnte ein Läufer 4 Minuten schneller sein. Auf welcher Strecke? Was war das noch? Also die Spitzen, also das kommt an, was man vergleicht, aber ein Marathonläufer mit Carbon und diese Schuh mit einem normalen Schuh laufen die 4 Minuten schneller. Und das ist Leute, die laufen 2:02, ja. Ich weiß nicht, wie schnell läufst du im Marathon? 4 Stunden, 4,5? Nee, es dauert nicht so lang. Aber die Technologien, also der Energy Return, da ist eine Carbonplatte drin, weil das muss ja steif sein, sodass du nach vorne kommst und das Gewicht und so, das ist, was da die letzten 2, 3 Jahre passiert ist, ist unfassbar. Und irgendwann stoppt es, weil leichter als 97 Gramm macht keinen Sinn mehr, da bist du ja barfuß. Und dann hast du, aber da ist sehr, sehr viel passiert, auch mit Hilfe von, sagen wir mal, Technologie. So. Also KI wird immer eine noch größere Rolle spielen im Laufe der Zeit. Roland, erzähl mal ganz kurz, jetzt haben wir diesen Shoecase gesehen in Hannover, aber du warst ja selber da. Siemens hat natürlich noch mehr, was es da zeigt. Was gibt es denn da noch zu sehen? Also wir haben diesmal noch das Thema Nahrungsmittelindustrie dargestellt, was auch sehr spannend ist. Also die Kette von, das war in dem Fall, ich glaube, das ging los mit Pringles, also Chips, wo wir da hat ein Kunde ein Qualitätsproblem gehabt
weil einfach diese Chips nicht genauso in der gleichen Qualität hinten rauskamen, wie eigentlich gefordert. Und wir haben dann auch KI drauf geschmissen und festgestellt, das lag also nicht am Fertigungsprozess, sondern an den Zutaten. Das heißt, die Selektion der Zutaten, ob das jetzt Mais war oder was auch immer, Weizen, was da reingekommen ist, auf jeden Fall, da gab es einen riesen Unterschied, wie der verarbeitet wurde. Und wir konnten die Parameter dann so kontrollieren in dem Prozess, wo das Rohmaterial hergestellt wurde, dass dann hinten die Qualität immer genau gestimmt hat. Und dann geht es weiter, das ist eine ganz spannende Industrie, weil sie fängt an mit einem kontinuierlichen Prozess, also kommt ein Teig und da werden eben diese Chips gemacht und dann geht es weiter, irgendwann werden die ja verpackt. Das heißt, es geht von dem kontinuierlichen Prozess, wo aus einer Masse irgendwas gedruckt wird, geht es dann in die Verpackung. Das ist wieder ein komplett anderer Prozess, der gemacht wird. Auch da Qualitätsthemen, Flexibilität, das heißt, wenn nochmal die Verpackung, wenn es irgendeine Werbeaktion gibt, muss ein anderes Logo drauf und ähnliches. Und dann eben hin bis zur Auslieferung, wo wir dargestellt haben, wie zum Beispiel wir kleine Logistikcontainer aufbauen können. Die können wir zum Beispiel neben ein Fußballstadion stellen. Wenn dann Gatorade gekauft werden soll, dann gibt es halt ein großes Lager in der Nähe mit kleinen Verteillagern, die dann mit Robotern sozusagen bestückt werden und dann eben diese Gatorade dann direkt ans Stadion bringen und logistisch eben optimiert verteilen. Also das ist ein super spannendes Thema, alles digital überwacht, also ein digitaler Zwilling von der ganzen Wertschöpfungskette in allen Details, auch die Maschinen. Und was wir da noch vorgestellt haben, das ist jetzt wirklich der nächste Schritt. Wir haben einen Agenten entwickelt, der programmiert jetzt die Steuerungen alleine. Also das heißt, man gibt ihm eine Aufgabe und sagt, ich habe jetzt eine neue Steuerung installiert und bitte schreib mir das Programm dafür. Und dann legt der Agent los und kommt zurück, validiert das und man muss am Ende nur noch entscheiden, runterladen, auf die Hardware spielen und dann geht es los. Das ist... Und der ist zuverlässig? Ja, der ist zuverlässig. Wir können die Zeit, die man braucht, oder den Arbeitseinsatz, den man braucht, um 50% reduzieren. Also wir haben immer noch einen Menschen in der Kette, aber am Ende ging es auch ohne. Der Workflow, den man normalerweise hat, der wird um Faktor 2 bis 5 beschleunigt. Also es geht super schnell, super produktiv. Und die Qualität im Vergleich zu dem manuellen Prozess, wenn es Ingenieure machen, haben wir um 80% gesteigert. Also es wird auch noch besser. Und am Ende werden diese Produkte dezentral oder auch lokal produziert. Welche technischen Voraussetzungen fehlen denn dafür noch, Roland? Ja, ich meine, um dezentral zu produzieren, da ist immer die Frage der Skala. Also wenn ich jetzt eine Fertigungsmaschine habe und ich lasse die 24 Stunden laufen mit hohen Volumina, das ist nach wie vor ungeschlagen im Vergleich zu einer dezentralen Fertigung. Man kann in der Logistik natürlich, wo es darum geht, wirklich in die ganze Verteilkette reinzugehen, kann man natürlich optimieren, aber selbst da gibt es diese großen Distributionszentren, übrigens in die wir auch reingehen, also mit Amazon zum Beispiel. Wir optimieren die permanent, auch mit Robotics, mit Automatisierungstechnologie, die super flexibel ist. Aber das ist immer so ein Trade-off, ne? Es wird nach wie vor große Fertigungen geben, wo eben diese Produkte hergestellt werden. Und in manchen Fällen rentiert es sich eben wirklich auch dezentral zu gehen. Und das geht dann aber wirklich ins Drucken, denn wenn die Stückzahl nach unten geht, dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sagt, da macht Drucken viel Sinn. Da sprechen wir dann von Local for Local. Ist das, Björn, eine strategische Entscheidung oder eine Reaktion auch auf geopolitischen Druck? Beides. Jetzt kann man Schuhe also in die normale Fertigung gar nicht machen in vielen Ländern. In Deutschland gibt es ja kaum Schuhproduktion. Alles, was Italien steht, ist nur in Italien verpackt. Italien hat auch keine Schuhfertigung mehr. Also du musst nach Asien, um Volumen zu machen. Und dann ist es ja klar, also unser Geschäft in China ist ja einige Milliarden und wenn wir da produzieren können, neben unseren Läden, ist es ja schneller. Also das lohnt sich. Und jetzt mit dem Präsidenten in Amerika ändern sich ja die Tarife die ganze Zeit. So, wenn man die Lieferkette versucht zu optimieren, also Country of Origin zu Amerika zum Beispiel, das war ja die letzten 12 Monate ein einziges Chaos, weil die Tarife gingen ja so. Aber da versuchst du ja auch, sag mal, die Kosten in die Produktion mit die Tarifs oder die Duties, die Zölle dann zu optimieren auf Landed Basis. Und du endest dann in einem Supply Chain, der nicht mehr ein großer ist, sondern du endest vielleicht mit 4, 5, die gezielt ist für größere Märkte. Und wir haben ja das Glück, dass wir in unserer Branche mit ungefähr 25 Milliarden
so groß ist, dass wir können dann mit mehreren kleineren Lieferketten arbeiten, als mit einem großen, weil die Komplexität in einem großen. Aber die letzten 24 Monate von dieser Optimierung war ein Wahnsinn, ne? Weil die Tariffs hat sich ja jeden Monat geändert. So du wusstest gar nicht, auf welche Kost landet dann die Ware in den USA. Jetzt kriegen wir Geld zurück, weil der Supreme Court hat ja gesagt, das war illegal. Genau. So, jetzt kriegen wir einen Check zurück. Die Seite ist schon abgestürzt, weil alle ihr Geld zurückhaben wollen. Ja. Ich meine, zu dem Thema, das ist extrem vielschichtig. Das eine ist die Frage, wie haben sich jetzt die Kostenstrukturen verändert durch Zölle? Erster Punkt. Der zweite Punkt ist Zulieferketten, das heißt, wenn mal wieder Schiffe stecken bleiben. Das ist übrigens auch ein Thema, was ich gelernt habe bei euch, wenn ihr euer Vertrieb sagt, wir brauchen die und die Schuhe in der Farbe, das Modell, und dann schickt ihr ein Schiff auf den Weg, braucht 4 Wochen. Und jetzt kommt dann irgendein Celebrity, zieht eine andere Farbe an und dann denkt man sich, holy shit, das ist zum Beispiel der Grüne genau da, die falsche oder? Farbe. Ne? Genau. Und dann ist das Schiff unterwegs. Das heißt also, die Logistikketten so zu optimieren, dass ihr möglichst schnell auf einen Trend reagieren könnt, das ist super relevant. Ja. Dann gibt es noch andere Einschränkungen, technologische zum Beispiel. Also bei Schuhen ist es weniger relevant, aber wenn dann irgendeine Elektronik, eine Software drin steckt, die dann plötzlich mal eine technologische Einschränkung kriegt, dann geht das eben nicht mehr. Dann kann man eben diese Technologien nicht mehr in China einsetzen, weil die Amerikaner gesagt haben, das ist Dual Use, kann man also auch für militärische Ansätze einwenden. Hat man ein Thema. Würde bedeuten, dass man zunehmend mehr Local für Local macht, also lokale Produkte entwickelt. Nächster Punkt ist der, jetzt springen wir auf die Automobilindustrie. Ich glaube, wir haben teilweise in der Automobilindustrie verpasst, auf den Kunden zu gucken, was der denn möchte. Und der möchte halt in China, dem ist es ziemlich egal, ob das Auto 250 fährt, aber der will halt einfach schlichtweg im Wohnzimmer sitzen und will die Integration von seinen elektronischen Geräten halt im Auto so erleben, wie er es zu Hause erlebt. Das heißt, die Kundenanforderungen haben sich komplett verändert und die sind auch unterschiedlich in China oder in Deutschland und USA. Und dann muss man mehr und mehr eben Produkte für den lokalen Markt entwickeln, für die lokalen Preispunkte. Und das geht am Ende mehr für Local, muss man sehen. Und der letzte Punkt ist das ist auch schon durchgeklungen, es gibt, ich meine, die 2 größten Märkte sind USA und China oder China, USA, je nachdem, wie man drauf guckt. Und Europa ist halt kein Markt, ist nicht ein Markt. Wir haben 26 verschiedene Märkte. Das heißt, wenn ich hochskalieren möchte mit einem Produkt, dann launche ich das halt in China oder in den USA, aber eigentlich nicht in Europa. Das ist ein Thema, an dem wir arbeiten müssen. Dann machen wir jetzt nochmal einen Sprung zurück zur KI. Da haben wir vorhin schon kurz angefangen. Ich weiß, wir sitzen in einem ganz besonderen Gebäude auch. KI spielt hier eine sehr, sehr große Rolle. Roland, mal so für den Anfang. Was habt ihr hier alles an KI eingesetzt? Was wir machen ist, wir schauen permanent in dem Gebäude, wie ist es belegt, wo ist ein Raum nicht belegt, kann man die Temperatur runterfahren, kann man die Lichter entsprechend runterfahren und eigentlich ist also im Wesentlichen die ganze Energieoptimierung, geht um Zugangskontrollen oder ähnliches, Feuersicherheit, die sind alle mit Sensoren ausgestattet. Das heißt, wir warten die Sensoren jetzt nicht mehr, wenn das Handbuch sagt, du musst jetzt nach 3 Monaten mal an den Sensor ran, sondern der wird halt dann gewartet, wenn man weiß, dass er einen Fehler hat oder dass er bald einen bekommen wird. Also im Prinzip, diese Gebäude sind super intelligent mittlerweile. Und werden dann eben teilweise auch steuern sich selbst. Also da sitzen auch KI-Agenten an den Steuergeräten und die gucken, was passiert. Greifen teilweise auch selbst ein, also optimieren selbst. Es gibt auch noch keine Menschen mehr, die dahinter sitzen. Und das ist eigentlich fast erst der Anfang. Da geht es noch viel weiter. Der Björn hat vorhin schon gesagt, dass in all dem Wahnsinn im Jahr 2026 die Menschen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer noch am allerwichtigsten sind im Unternehmen von Adidas. Viele können sich eine Welt mit KI einfach noch nicht vorstellen. Und was man nicht kennt, das macht einem Angst. Wie kommuniziert ihr das im Hause Adidas? Das ist nicht so einfach. Ich glaube, wir haben zum Beispiel zurzeit in Herzogenaurach alleine, glaube ich, 460 KI-Applikationen laufen, wo Leute verschiedene Dinge versuchen. Nur der Einfluss von diesen Dingen kommt ja erst. Und das heißt, wie er sagt, dass
Einige Rollen wird es nicht mehr geben. Das heißt, die müssen dann umskolieren in etwas anderes. Ein Beispiel, ich weiß nicht, ob das weiß, aber zum Beispiel, wenn die in E-Com gehen und die sehen Modelle mit Produkten, diese Modelle wird in die Zukunft keine Menschen sein. Das wird synthetische Menschen sein. Weil ein Foto zu machen und Modelle zu haben, kostet Zeit und Geld und in die Zukunft, und das ist schon so in vielen Fällen, dass es kein Menschen mehr ist, es ist ein synthetisches Modell. Wir haben entschieden, dass wenn der Modell wichtig ist, dass man so wissen, wer es ist, dann ist es er. Also Messi ist Messi und keine synthetische Messi. Aber der normale Modell auf ein Produkt ist ein synthetischer Mensch, der es nicht wirklich gibt, aber Summe von was KI herstellt. Und das heißt, die Leute, die mit Foto und Content arbeiten, digital, das wird ein ganz anderes Job. Du kannst ja heute prompten Advertising-Movie, ohne dass du eine Agentur hast. Und diese Entwicklung kann man nicht mehr stoppen. Und ich glaube, keiner von uns, also der ist ja cleverer als ich, aber ich kann nicht sehen, wie weit das geht. Aber wir haben gar keine Wahl. Also wir können jetzt nicht sagen, nee, wir wollen nicht, weil dann sind wir weg. Also Produkt ist eines, aber die Kommunikation ist noch wichtiger. Also in die Advertising-Welt, in die Marketing-Welt wird sich so viel dramatisch ändern. Ja. Und früher hast du Programmierer gehabt, aber jetzt hast du die, wo prompten. Und prompten wird ein neues Beruf. Wie schreibst du zu KI, was du haben willst? Ja, also kann ja jeder mittlerweile. Also es wird ja nicht mehr gegoogelt, es wird ja gleich die KI gefragt. Also ja, aber du kannst heute eine Präsentation von deiner Datenbank machen. Du schreibst einen Prompt und du hast dein PowerPoint oder whatever innerhalb von 3 Minuten. Früher hattest du einen ganzen Stab von Leuten, die es für dich gebaut haben. Ja, aber es geht ja nicht nur um diese Jobs. Wir haben von der digitalen Fertigungsstraße gesprochen, Roland. Für diese Menschen hat es ja auch existenzielle Folgen. Ja. Der Job wird wegfallen. Was ist denn dein Rat an, also wir haben ja auch viele junge Menschen heute hier, die sich natürlich auch Gedanken machen, ist das, wo ich eigentlich immer dran geglaubt habe, wo ich nicht hin wollte, ist das überhaupt noch realistisch? Also die Frage kommt permanent hoch und nochmal, der Geist ist aus der Flasche. Das heißt, sich dagegen zu stellen und zu sagen, ich bremse das mal aus, ich warte mal zu, das funktioniert so nicht. Also das heißt, ich kann erstmal jedem den Rat geben, sich mit der Technologie auseinanderzusetzen, sie zu benutzen und nicht als Hobby, sondern wirklich produktiv einzusetzen, zu gucken, was man mit der Technologie machen kann. Was jetzt momentan passiert, ist, dass die meisten Fundamentalmodelle, über die wir sprechen, das sind ja Large Language Models, also Sprachmodelle. Heißt, die sind im Wesentlichen auf die öffentlich verfügbaren Daten trainiert und das sind im Wesentlichen Sprache, also Text, Zahlen oder Text. Dass die Modelle geben einem im Wesentlichen, wenn man irgendwas anfängt zu schreiben, das nächste Wort vor mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit und so weiter. So, und das ist jetzt, ich habe es vorhin über das Thema Codieren gesprochen, also Software schreiben, das ist ja Sprache, das ist gelöst. Also wenn ich heute, und das war total erstaunt, bislang war das ja so, der hat Software geschrieben, jetzt hat er den Copilot, der promptet was und der Copilot schreibt dann halt das Stück Software. Das ist ja schon Geschichte. Momentan sitzt einer, das ist jetzt kein Softwarehacker mehr, das ist ein Architekt oder jemand, der Domain hat und eine Spezifikation im Kopf hat und sie schreibt, der schickt dann 6 Agenten parallel los auf seinem Bildschirm, die wiederum im Hintergrund etliche andere Agenten haben, die dann halt in einer 100.000-fachen Geschwindigkeit Software schreiben. Das heißt, er muss sich um das eigentliche Schreiben von Software gar nicht mehr kümmern. Und nebenbei diese Agenten, die schreiben nicht nur Software, sondern die validieren sie auch, sodass sie dann richtig zurückkommt. So schaut jetzt Software aus. Was jetzt passiert ist, und jetzt komme ich zu deiner Frage auch in der Fertigung, das ist im Wesentlichen kommerzielle KI, die sich mit Texten beschäftigt, die ihr übrigens auch in eurem Go-to-Market, in euren Shops einsetzt, um zu gucken, was will der Kunde und so weiter. Das wisst ihr ja wahrscheinlich alles schon, wenn der Kunde reinkommt. Ja. Jetzt geht es darum, die reale Welt zu verändern. Also wir reden über industrielle KI. Das ist jetzt die Modelle, die haben die meisten Daten noch nicht gesehen. Das sind jetzt Daten, die aus der Fertigung kommen, Designdaten oder ähnliches, Videodaten von der Fertigung. Jetzt werden die Modelle darauf trainiert, sodass sie dann jetzt wirklich auch Themen verändern können, was in der realen Welt passiert. Vielleicht das
einleuchtendste Beispiel ist, was momentan im Robotics-Markt passiert. Also wir haben alle diese Humanoiden gesehen. Und die gäbe es in der Form nicht ohne KI. Also was deren Gehirn sozusagen, was da implementiert ist, das ist alles mit unglaublich vielen Modellen trainiert, auf unglaublich vielen Daten. Im Übrigen funktioniert es noch nicht, diese Roboter zu trainieren in der digitalen Welt. Man könnte überlegen, man simuliert alles digital, trainiert die in der digitalen Welt und lässt sie dann ihren Job machen. Funktioniert nicht. Es ist interessant, dass es noch nicht funktioniert, sondern die müssen wirklich, ich hatte vorhin über diese Teleoperatings gesprochen, da gibt es Tausende und Hunderttausende davon. Wir vermuten, dass da 10 Milliarden gehen in diese Gyms, wo Roboter trainiert werden, mit Menschen übrigens an diesen Teleoperatoren. Und dann trainieren diese Roboter bestimmte Aufgaben und wenn sie die einmal eine Aufgabe können, das zu transferieren dann auf eine ähnliche Aufgabe, das funktioniert wunderbar. Und das passiert dann am Shopfloor, dass man dann sagen kann, da ist ja nicht ein Roboter da, der eine Aufgabe machen kann und wenn der eine andere machen muss, dann braucht es einen Menschen, der den umprogrammiert, sondern die machen dann halt den Job, den man ihnen anschafft. Und da geht die Reise hin. Sind wir da heute schon? Nein, aber ich würde sagen, in 5 Jahren ziemlich dicht. Sind wir ziemlich dicht dran. Und dann ändert sich auch die Arbeitsweise am Shopfloor komplett. Und noch nicht beantwortet ist die Frage, was machen wir jetzt denn mit den Menschen? So, was machen wir mit den Menschen? Also was machen Sport. Die machen Sport. Das eine, was man sagen kann, also so eine Veränderung in die eigene Firma zu bringen, die wird die Art und Weise verändern. Es wird auch weniger Jobs geben an der einen Stelle. Gut ist, wenn man dann in einer Firma ist, die wächst, weil dann existieren neue Jobs. Also Flachfahren ist keine gute Idee. Also Wachstum ist unglaublich wichtig, erstens. Zweitens, mein Rat auch an junge Menschen ist, sich mit dem Thema KI intensiv auseinanderzusetzen, einen Teil zu machen. Meist werden Menschen nicht ersetzt durch KI, sondern durch Menschen, die KI bedienen können, die wissen, wie man es macht. Das ist übrigens auch, prompten kann jeder, oder dass man jetzt einen Prompt schickt, um zu sagen, schreib mir doch mal einen Prompt für einen Prompt, den ich prompten möchte. Das ist total gut, muss man ausprobieren. Das musst du ausprobieren. Brech dir den Finger nicht ab, einen langen Prompt zu schreiben, sondern sag deinem Modell, was du prompten möchtest und dann schauen wir, dass du einen guten Prompt rauskriegst. Ich bin immer noch überrascht, was für sagenhafter Unsinn da teilweise zurückkommt. Ja, genau. Man muss wirklich Hast du nicht gut gepromptet? Nee, einfach inhaltliche Fehler. Also die Modelle lernen, die machen Fehler. Und das ist das Nächste. Warum ist das so spannend, so eine Technologie in die Fertigung zu kriegen? Das ist eine nicht deterministische Technologie. Stell die gleiche Frage exakt 2-mal und du kriegst 2 verschiedene Antworten. Sag das mal unserem Fertigungsleiter, der sagt, gib mal jemandem die Aufgabe 2-mal und der macht es 2-mal anders. Das ist nicht gut. Ja. Das heißt also, diese neue Fähigkeit, diese Technologie, die eben keine deterministische ist, in einer Weise in die Fertigung zu bringen, dass ich sage, ich weiß jetzt 100%, das funktioniert so, wie es sein soll. Das sind Themen, an denen wir arbeiten müssen, wenn wir über diese physikalische oder industrielle KI sprechen. Aber das passiert momentan. Also das, was wir jetzt auf der Hannover-Messe gelauncht haben, wo eben ein System auf Basis eines Prompts eine Software schreibt, das ist deterministisch. Deswegen nennen wir auch Eigen-Agent oder Eigen-Engineering-Agent. Ich weiß nicht, ob du dich an deine Physikstunden erinnerst. Der Eigenzustand eines Atoms, der ist definiert, der ist dann eben nicht mehr vage. Okay. Oder der Eigenvektor. Ja. Der verändert sich nicht. Ja. So, wir schauen schnell nach China. Das ist das Land, in dem es passiert, habe ich den Eindruck. Ja. Der ist heute schon oft gefallen, dieser Begriff China. Da wird ja auch möglicherweise gar nicht viel erklärt, sondern einfach nur gemacht. Wo sind die uns in ihren Fertigungstechnologien noch überlegen und warum? Und wie können wir denen die Stirn bieten? Also wir wollen ja nicht abgehängt werden in diesem Land. Also jetzt aus 30.000 Fuß kann man sagen, USA ist, was Modelle anbelangt, Fundamentalmodelle, weiter als China. Wenn es um Fertigungstechnologie geht, vor allen Dingen um Skalieren, Cost-out, ist es China. Das heißt, wenn du mich heute fragst, wie würde der beste humanoide Roboter ausschauen, der hätte die Hardware aus China und das Gehirn aus USA. Das wäre die Kombination, die wahrscheinlich das Rennen machen würde.
Aber man muss dazu sagen, China holt extrem schnell auf. Da gibt es technologische Einschränkungen. Also die letzte Generation an GPUs von Nvidia, die darf nicht nach China eingeführt werden. Die fangen an, ihre eigenen Halbleiter zu bauen, sind auch schon ganz gut. Es sind 2 Knoten hinten dran. Also ein Knoten ist immer eine kleinere Struktur. Man kommt von 10 Nanometer auf 5 Nanometer auf 3 Nanometer. Das sind die weiter, aber China holt extrem schnell auf. China arbeitet mit offenen Modellen. Die lernen schneller, weil sie von Kunden leichter angenommen werden. Man kann die auch noch selbst modifizieren. Das heißt, da ist die Lernrate eine höhere. Lernt USA übrigens auch. Die gehen auch mehr und mehr in offene Modelle. Und letztendlich, also wo China richtig gut ist, das ist jetzt nicht es gibt Fertigungstechnologien, wo sie richtig gut sind. Das ist Batterien. Also in dem Thema Lithium-Ionen-Batterien hat uns China komplett abgehängt. Also nicht nur uns, auch die USA. Es gibt eigentlich China, dann kommt lange nichts, dann kommt Korea, vielleicht noch Japan und dann war es das. Da sind die saugut, in jeder Beziehung, sei es jetzt das Beschichten, sei es jetzt das Stacking, also das Rollen von Material, wie man dann eben Batterien macht. Und das liegt aber in dem kompletten Ökosystem. Das ist also nicht eine Fertigungstechnologie, sondern es ist das komplette Ökosystem, die Zulieferindustrie. Also da gibt es diese Stacking-Maschinen, die diese Materialien rollen, um eine Batterie draus zu machen. Da gibt es genau genommen einen Marktführer, der macht 80-90% dieser Maschinen und die kommen von einer Firma und die sitzt in China. Ich habe immer bisher gedacht, dass es, Björn, auf diesem Planeten 2 Sportartikelhersteller gibt. Das eine ist Adidas, das andere ist die Firma mit dem N. Jetzt gibt es in China aber auch Sportartikelhersteller, Sportmarken, die rasant wachsen. Ante und Li-Ning heißen die zum Beispiel. Die werden auch technologisch immer stärker. Wächst da eine völlig neue Konkurrenz heran? Na gut, die Konkurrenz gibt es seit eigentlich längere Zeit. Das Neue ist, dass die Firma Anta ja sehr viele Western-Firmen gekauft haben. Ich meine, die kaufen ja auch das Firma mit P. Auf jeden Fall sieht es so aus. Und die haben Salomon gekauft, die haben Architectics gekauft. Und die haben ja den Vorteil, wieder das Gleiche ist, dass die können skalieren, wenn die etwas kaufen, weil China hat 1,x Milliarden Menschen, die kaufen. Und weil die da fertigen und ihre eigenen Läden haben, gehen sie von 0 auf 500 Millionen Umsatz in 2 Jahren. Das dauert hier ein bisschen länger. Aber ich habe keine Angst für diese Konkurrenten, weil Konkurrenz ist gut. Und ich meine, die auf jeden Fall bei uns, die Adidas-Marke ist so gut bekannt überall in der Welt mit 76 Jahren Geschichte. Wir haben Technologien, wir haben Partner, wir haben Athleten, wir haben super viele talentierte Leute. So, da habe ich wirklich keine Angst. Wo ich Angst habe, wenn ich das sagen darf, weil es sitzen ein paar Politiker hier. Das Problem in Deutschland gerade jetzt ist, dass Demokratie ist Bürokratie geworden. Wir haben Vorschriften und wir haben so viele Dinge, die uns langsam macht. Und, was ist die erste, die weg muss? Ne, das Problem ist ganz, dass wir konkurrieren gegen Amerikaner und wir konkurrieren gegen andere und die sind viel schneller als uns. Und wenn du ein Hauptquartier haben willst, hier für weltweit ein Geschäft, ist es halt sehr, sehr schwierig. Und wenn ich mich eines wünschte, wäre, dass wir nicht für jeden Ding eine Vorschrift und eine Dokumentation hatten, aber dass ein gewisses Vertrauen da ist. Wissen Sie, wenn ich alle Vorschriften lese und alle Dinge, die auf alle möglichen Niveaus kommt, weißt du, dann stirbst du. Und es gibt so viele Formulare, um Samstag eine Veranstaltung zu haben oder Leute, und du musst so viele Dinge machen, die falsch sind. Und das ist nicht mal die Leute, die diese Vorschriften dann kontrollieren, weil das ist ja deren Job, aber du kommst ja nicht durch. Und jetzt sage ich bin ja Norweger, also ich kann es ja sagen. Ich sage das auch. Dass Leute wagt nicht darüber reden. Ne? Verstehen Sie, ich meine, die Presse, wenn du irgendetwas sagst, dass so ist es, dann kommt die Presse und macht die kaputt. Wir müssen ein bisschen ehrlicher werden. Roland hat einmal tief Luft geholt, wir wollen ihn... Ja, der kann es ja sagen, der sagt es viel besser als ich. Es treibt mich zum Wahnsinn, wirklich. Also diese Regulierungswut, die uns da trifft, fängt in Europa an und wir machen Goldplating in Deutschland nochmal obendrauf.
Bürokratie kostet, das ist eine Zahl, die ist abgeschätzt worden, kostet der deutschen Industrie 13 Milliarden Euro im Jahr an Bürokratiekosten, weil wir irgendwas erstellen müssen. Es gibt in jeder Firma mittlerweile einen Leiterbeauftragten. Wahrscheinlich ist irgendwann mal einer von der Leiter gefallen und dann nageln wir ein Gesetz hinterher. Ja. Es funktioniert so nicht. Aber sprechen wir nicht seit Jahrzehnten schon von Bürokratieabbau? Ja. Ja, wann kommt er denn? Ja, keine Ahnung. Also es geht immer nur in eine Richtung. Also ein Gesetz wegzunehmen ist unglaublich schwer, weil es kann ja immer was passieren, wenn ich jetzt die Leiterbeauftragten wegnehme und dann haben wir bei 50 oder 90 Millionen Menschen im Land, passiert irgendwas. Und wir glauben, dass wir, egal wenn was passiert ist, ein Gesetz hinterhernageln. Also zu deiner Frage. AI Act, Data Act, Cyber Security Act. Das ist einfach ein No-Go. Und ich meine, ich kann dir natürliche Schoten erzählen, aber um das mal zu verdeutlichen, was man macht, ist, wenn es den Daten- oder AI-Act gibt, dass man ein Regularium, was für den End-Consumer gedacht ist, also für den Consumer-Bereich, persönliche Daten, überträgt man 1:1 auf den industriellen Bereich mit industriellen Daten und industriellen Anwendern. Das funktioniert so nicht. Und nebenbei gibt es im industriellen Bereich schon vertikale, also ganz spezifische Gesetze. Also wenn ich eine Software auf eine Maschine spiele, dann gibt es ein Gesetz dafür. Jetzt kommt AI nochmal oben drauf. Das widerspricht sich teilweise. Also Beispiel, wenn wir Züge bauen, dann und da geht es um Belegung zum Beispiel, wie ist ein Zug belegt, dann sagt das eine Gesetz, du musst es offenlegen, damit dann andere einen Service betreiben können für unsere Züge, was totaler Irrsinn ist. Warum soll ich da Geld investieren, damit es andere machen? Das heißt, ich muss offenlegen. Auf der anderen Seite darf ich es nicht offenlegen, weil wenn ich es offenlege, dann gebe ich hier persönliche Daten bekannt. Das heißt also, am besten ist, baut Züge, die dumm sind, die keine Daten mehr generieren, dann funktioniert es am besten. Oder was auch noch schön ist, Cyber Security Act, das muss ich jetzt noch loswerden. Also, bei uns ist es so, die Gesetze in Europa sind so gemacht, dass, ich übertrage es mal auf einen Use Case, den wir alle kennen. Wenn du heute regulär in Erlangen dein Auto parkst, musst du nach Europa, nach Brüssel melden, dass du dein Auto regulär geparkt hast. Also es geht nicht mehr darum zu gucken, wer hat was falsch gemacht, sondern du musst beweisen, dass du also regulär geparkt hast. So machen wir das. So, und das übertragen jetzt auf einen Use Case Aufzüge. Also das ist gestaffelt, Cyber Security, also wenn es um kritische Infrastruktur geht, dann hast du höhere Auflagen. Aufzüge, kann was passieren, hast eine hohe Auflage. Wenn du jetzt einen Aufzug hast, der vielleicht 40 Jahre alt ist, gibt es viele, die sind gar nicht elektronisch, sondern die arbeiten mit einem Schalter, ein, aus. Diese armen Menschen, die so einen Aufzug betreiben, müssen jetzt nachweisen, dass dieser Aufzug nicht gehackt werden kann. Also cyber secure ist. Probier das mal, da brichst du die Finger ab. Also ich meine, das ist alles der Quatsch, der auf uns hereinprasselt. Und willst du noch einen hören? Ja, bitte. Okay. Seid ihr bereit? Also wir haben in Deutschland einen Artenschutz. Das ist gut so, weil wenn man was baut, muss man gucken. Und dieser Artenschutz ist ein individueller Artenschutz. Also es reicht eine Eidechse oder ein Lurch, der stoppt deinen Bau. So gesehen in Stuttgart, wir verlagern die jetzt. Es gibt deutsche und italienische dort übrigens. Ich weiß nicht, welche geschützt ist. Eine davon ist es. Wie jetzt Lurch oder Eidechse? Keine Ahnung. Jetzt haben wir eine Eidechse. Auf jeden Fall. Und wir verlagern die und da kostet eine 2.000 Euro. Vermutlich hätte die ohnehin einen anderen Weg gefunden, wenn man da baut. Weil warum sollte die da bleiben? Jetzt geht es darum, jetzt will unser Verteidigungsminister nicht Kasernen bauen. Jetzt findet man da also so eine Eidechse und dann steht das Ganze. Dann war der Antrag, könnte man dann von dem individuellen Artenschutz auf Artenschutz gehen. Also man muss nicht nur eine finden, sondern vielleicht eine Familie. Dann könnte man ein Stück weiterkommen. Aber da steht dann das Ministerium im Weg und sagt, nein, Artenschutz. Das heißt, wenn irgendwann mal Russland angreift, sagen wir können es nicht verteidigen, weil die Eidechse war im Weg, wir konnten keine Kasernen bauen. Es kann nicht sein. So, ich könnte noch weitermachen, weil du merkst, ich habe mich da so eingearbeitet, dass wenn ich mal nach Brüssel fahre, dass ich ein paar Beispiele habe, weil die wollen immer Beispiele hören. Ich habe noch ein Thema, das nicht so wirklich lustig ist, sondern eher traurig. Sportinfrastruktur in Deutschland, auch in Erlangen. Wir haben viele Sportstätten in Deutschland, die größtenteils marode sind. Schwimmbäder werden zugemacht. Da
läuft nichts mehr. Auf der anderen Seite haben wir aber in Deutschland das große Geschenk der Vereine. Es gibt in keinem Land der Welt so viele Vereine wie in Deutschland. Wir haben diese ehrenamtlichen Menschen, das Kitt der Gesellschaft, die sorgen dafür, dass der Laden läuft. Das heißt, wo ist der Hebel, wo wir jetzt ansetzen könnten mit diesem Geschenk, das wir eigentlich haben? Vielleicht hilft das. Also das ist jetzt nicht unbedingt mein Fach, aber was ich weiß, das weiß ich auch, weil ich im Universitätsrat bin, wenn eine öffentliche Institution wie eine Universität baut, die Baukosten sind 2,5 Mal so hoch, wie das, wenn es in der Privatwirtschaft funktioniert. Also das heißt, wir müssen einfach wegen Auflagen, was auch immer, dann will halt irgendwie ein Bauministerium bauen, oder wenn es dann irgendwie am Bau stehen bleibt und man braucht dann irgendeine Genehmigung, dann muss man warten, bis man vom Ministerium wieder irgendwie sagt, okay, ihr könnt weitermachen. Das funktioniert alles nicht. Das wird 2,5 Mal so teuer. Das heißt also, das Geld wäre wahrscheinlich da. Man müsste es halt einfach so ausgeben, wie man es privatwirtschaftlich ausgeben würde, dann sähe das ganz anders aus. Also es geht um Investitionen, im Übrigen nicht nur in die Sportinfrastruktur, auch in die Universitäten, in die Schulen. Das ist wirklich ein massiver Investitionsstau. Und der wird natürlich nicht aufgelöst dadurch, dass man Bauen unendlich teuer macht. Und das liegt an dem Prozess, liegt an den Auflagen. Wir kriegen ja jedes Jahr neue Auflagen. Man kann auch gar nicht mehr sozialen Wohnungsbau vernünftig machen mit so vernünftigen Kosten, weil die Auflagen so hoch sind, dass es sich einfach nicht mehr rechnet. Ne? Und das überträgt sich auch in so ein Thema wie Sportstätten. Ja. Und dann fragen wir doch mal den Norweger. Die Norweger haben bei den Olympischen Winterspielen richtig abgeräumt, Jörn. Ja. Was machen die da anders? Haben die mehr Geld? Haben die bessere Ideen? Also erstmal, als ich nach Deutschland kam, in die 80er Jahre, war Deutschland ein Vorzeigeobjekt, wenn es geht um Infrastruktur. Ich meine, Sporthallen, Stützpunkte, Fußballanlagen war im Vergleich zu Norwegen meilenweit höher. Jetzt gewinnt Norwegen nicht nur im Wintersport, was nicht so viele machen, aber auch in Leichtathletik. Sogar im Fußball, glaube ich, sind wir jetzt besser als Deutschland. Bitte? Ja, mache ich gerne eine Wette. Ihr habt diesen einen da. Nein, da gibt es schon mehr. Und viele, lese ich auch in die Deutsche Zeitungen, haben eine Philosophie, weil die versuchen zu erklären, was Norwegen gut ist. Und da kommt alle diese Möglichkeiten, dass man konkurriert nicht so früh, man macht viele Sport an. Aber die Antwort ist Infrastruktur. Jede Schule in Norwegen hat eine Sporthalle. Und wenn eine Sporthalle da ist, was machen die Kinder? Die machen Sport. Jeder Ort, wo irgendwie Schnee gibt, macht man noch mehr Kunstschnee. Man kann langlaufen und Skifahren. Und gut, Norwegen hat das Öl, also die haben ja jetzt das Geld, aber die haben sehr, sehr bewusst die letzten 25 Jahre Infrastruktur gebaut. Und da kommen die Ergebnisse. Wissen Sie, auch als Eltern, ich meine, man wird ja nicht Handballtrainer, wenn man keinen Handballhall hat. Nee, das ist richtig. Und aber man wird nicht die Kinder helfen im Fußball, wenn man nur in die Ecke steht. Und ich glaube wirklich, da ist kein Hokuspokus. Das ist, wenn man einen Swimmingpool hat, dann lernt man zu schwimmen. Schwieriger ist es nicht. Ja, aber das Interessante ist doch, in Norwegen ist es ja noch mal kälter als in Deutschland. Also wir habt im Winter mit ganz anderen Klimaproblemen, sage ich mal, zu kämpfen, als wir hier bei uns. Das heißt, die energetische Ausstattung einer solchen Halle wäre doch von Vorteil. Wie kann denn Siemens da helfen, um diesen Bogen noch mal kurz zu schlagen? Wir können da immer helfen, aber wir sind, glaube ich, nicht das Problem. Waren wir übrigens auch im Berliner Flughafen nicht. Wir waren da eigentlich Teil der Lösung. Sicher? Ja, absolut. Kann ich dir 100%, weiß ich ganz genau. Wir waren da Teil der Lösung. Also technologisch ist das nicht das Thema. Ich glaube, das geht schon damit los, dass man einen Flughafen auslegt, wo der Rauch, der nach oben abzieht, erstmal nach unten gesogen werden muss, bevor man ihn dann rausbläst. Das funktioniert einfach nicht. Ne? Also wir verkünsteln uns an so vielen Stellen. Und nochmal, jetzt sind wir bei dem Thema Regularien. Schaffen eine nach der anderen und das wirkt irgendwann mal nicht nur die Investitionstätigkeiten ab, sondern auch die Innovationsgeschichte. Aber jetzt haben wir zwei CEOs von Global Playern hier auf dieser Bühne sitzen. Deswegen mal der Vorschlag, wie wär's denn mit so einer Art Leuchtturmprojekt mit Adidas, mit Siemens, konkretes Pilotprojekt hier in der Metropolregion Erlangen-Nürnberg, eine smarte, energieeffiziente Sporthalle, 2 ortsansässige... Auf den Adidas Campus, wir bauen es bei uns. Also nur so für den, Kannst du das nicht? also ich meine das jetzt durchaus ernst, Machen für wir den gerne. Anfang, weil ich weiß, dass beide Unternehmen natürlich ihre Wurzeln kennen und ihre Wurzeln auch pflegen und nicht vergessen haben. Wäre sowas denkbar?
Wir haben ja du hast Siemens eure Real Estate-Verantwortlichen. Er ist hier. Genau. Irgendwo. Also wir haben bei uns im Campus unfassbar schöne Sportanlagen. Also Genial. der Infrastruktur bei uns, jeder Sportart ist wirklich gut. Und wir öffnen das auch für sehr viele, sagen wir mal, Nicht-Adidas-Leute. Wir haben die Special Olympics-Leute da, fast jeden Monat. Wir haben Amateurvereine, wir haben alle möglichen Mannschaften. Und das ist wichtig, weil ich glaube, und da kommt es ja wieder, wir haben 127 Nationalitäten bei uns, die bei uns arbeiten. Und diese Möglichkeit zu haben, gemeinsam Sport zu machen, integriert die in eine Kultur. Und ergo glaube ich wirklich so, nicht nur, weil ich von Sport komme, aber Infrastruktur für Sport ist auch das Beste, was es gibt, um Leute zu integrieren von anderen Kulturen. Ne? Weil da spielt es ja keine Rolle, von wo du kommst, ob du Fußball spielst oder Handball oder Basketball. Und ich glaube, wir können gerne darüber reden. Aber ich glaube, die Politiker, wenn man das nochmal sagen darf, muss da reinschauen und sehen, wie wichtig das wäre mit ein bisschen besseren Struktur, um Leute zu aktivieren. Das ist gut für die Gesundheit, das ist gut für die Stimmung, das ist gut für, was weiß ich, die Integration von Ausländern. Ich meine, da ist nur Gutes. Und ich glaube, dass diese Ehrlichkeit, jetzt bin ich ja Ausländer und wohne hier und ich finde, Deutschland ist super, wenn man hier wohnt, aber man muss wieder Dinge tun, um Wachstum zu kriegen und dann kann man verteilen. Ne? Und das Leistungsprinzip, man kommt nicht weg, dass Leistung etwas bedeutet. Wissen Sie, wenn man diese Diskussion im Sport soll man nicht gewinnen, vor man 14 Jahre ist, da kriegst du einen Schock, wenn du 15 bist. Das ist halt so, dass in dein ganzes Leben lernst du, dass du musst gewinnen oder verlieren. Und das ist halt so. Das kann man ja nicht verstecken. Und ich glaube, dass man diskutiert zu theoretisch diese Dinge. Ich meine, und eine gewisse Ehrlichkeit brauchen wir alle. Und ich bin in vielen Dingen nicht gut, aber das muss ich akzeptieren. Ne? Und ich glaube, man kann es nicht verstecken. Man kann nicht Hochsprung machen und sagen, ja, du springst so hoch wie der andere, wenn du siehst, dass die Latte liegt 20 Zentimeter höher. Du kannst nicht Fußball spielen und sagen, ja, die haben 10 Tore geschossen wie 0, aber eigentlich ist es 0-0. Das geht nicht. Ja, aber man lacht darüber, aber das ist so ein bisschen so. Das Problem ist aber, und da kommt es wieder, wenn man das sagt, jetzt ist es wahrscheinlich Journalisten, dann wird man irgendwie, oh, was für eine böse Mensch. Ja, die Frage ist, ob Roland das genauso betonen würde, der Leistungsgedanke. Müssen wir da noch mal ran? Absolut, absolut. Ja. Ich meine, es geht schon gar nicht, dass man irgendwann in der Schule, habe ich mal gelernt, aufhört zu zählen, weil man dann benachteiligen könnte. Ne? Aber so ist die Welt eben nicht. Nee. Am Ende geht es darum, auch in einem fairen Wettbewerb bei Firmen, es geht um Gewinnen zu verlieren. Ich gewinne einen Auftrag oder ich verliere einen Auftrag und das nebenbei, das ist auch ganz toll, weil Wettbewerb schafft einfach Neues und Innovation. Und auch die Leistungsbereitschaft zu sagen, wir müssen wieder bereit sein, das ist das Thema Arbeitsmarkt zum Beispiel auch ein Riesenthema, wir müssen bereit sein, wieder uns einzubringen, Leistung zu honorieren, Leistung zählt was und da haben wir irgendwo die Spur verloren. Ach Gott, jetzt Deutschland arbeiten die Menschen im Durchschnitt pro Jahr 400 Stunden weniger als der OECD-Durchschnitt. Ja. 400 Stunden. Kannst du hinten raus vielleicht noch was Schönes sagen? Weil sonst gehen wir jetzt so in diesen Tag. Dass wir super viele talentierte Leute haben. Genau. Ja. So. Das ist so. Björn Gulden, Roland Busch, vielen Dank für diese wirklich nette Runde, die ich noch gar nicht beenden möchte, weil ich Sie gerne animieren möchte, vielleicht jetzt sind Sie da, jetzt kann man mit Ihnen sprechen. Die eine oder andere Frage, wir haben hier vorne. Und es gibt Incentives, ne? Also die ersten 5 Fragen. Ne? Na, wenn die Frage gut ist, kriegst du einen Bauch. Also nur wenn die Frage gut ist. Ja, Steffi hat aber schon gesagt, sie möchte ihn nicht zugeschmissen bekommen. Sie ist Turnerin. Steffi, jetzt stell dich kurz vor. Mein Name ist Stefanie Klemm, ich bin Energieingenieurin bei Siemens. Und gerade das Thema marode Sportstätten hat mich natürlich hellhörig gemacht, weil ich selbst sehr aktiv im Verein hier in der Region bin. Und bei uns ist das große Problem tatsächlich die hohen Energiekosten, die uns an die finanziellen Grenzen bringen, weil wir alte Gebäudetechnik haben. Und ich glaube auch, das große Problem liegt daran, dass man einfach gar nicht weiß, wo geht die Energie hin, wo liegt der Verbrauch. Und deswegen wäre meine Frage, wie wichtig denn Ihnen als Unternehmen die Transparenz über Gebäude- und Energiedaten ist, um zum einen Kosten zu senken, um zum anderen auch langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, gerade in so einem Land wie Deutschland,
wo die Energiekosten doch sehr hoch sind. Ich? Ja, ja. Wo ist mein Real Estate Guy? Also, ich glaube, da bin ich kein Experte zu antworten, aber erstmal ist es ja so, dass in unserer Sustainability-Strategie ist es ja so, dass wir tracken ja alles möglich und versuchen, so effizient sein so wie möglich. Und wir haben ja das Ziel, dass wir nur mit erneuerbarer Energie arbeiten bis 2030. So klar ist das wichtig. Aber das ist da so wie überall. Es geht ja nicht nur in Deutschland, es geht ja überall in die Welt. Und ich glaube, dass wir sind sehr fokussiert auf da das Richtige zu machen, weil das macht ja auch Sinn. Ich meine, so, die Antwort ist sehr wichtig. Jetzt willst du wahrscheinlich mich etwas verkaufen, schätze ich. Ja? Kann ich, könnte ich machen. Ja. Ich meine, die Energiesysteme der Zukunft fangen dann beim Verbrauch an. Ne? Also jede Kilowattstunde, die ich hinten nicht verbrauche, muss ich vorne halt 3 weniger reinschieben. Das Zweite ist, wenn wir über Erneuerbare sprechen, dann ist die Flexibilisierung des Verbrauchs natürlich unglaublich wichtig, weil ich einfach die Energie dann nicht speichern muss oder keine Grundlast brauche. Also zu wissen, was Verbraucher tun, wie ich dort Effizienz steigern kann, ist das A und O von einem neuen, modernen Energiesystem. Dazu bräuchte man zum Beispiel auch einen Smart Meter Rollout in Deutschland, über den wir auch seit 20 Jahren sprechen und der nicht gemacht wird. In anderen Ländern sind schon viel weiter. Also ich weiß, wir wollten jetzt in den positiven Tonus kommen, oder? Das war der Plan. Aber wir haben die Technologie da. Aber weißt du, die größte Verbrauch von Energie bei uns ist ja nicht uns selber, sondern alle Fabriken, die wir haben. Genau. Und da gibt es ja das Gleiche, dass die Zielsetzung, die wir setzen für erneuerbare Energie und Effizienz, das sind wir super, super drauf. Und da ist ja das Komische, weil das ist wieder, wo Leute missverstehen. Das sind die Chinesen super interessiert. Jo. Es ist nicht so, dass du das jetzt reindrücken, weil die Technologien und das Umsetzen geht so viel schneller. Also ist auf jeden Fall mein Gefühl. Und erneuerbare Energien in die meisten Länder sind sehr, sehr weit gekommen. Dann gibt es einige Länder, wo das nicht kommt, weil der Staat das Energienetz selber haben will, Indonesien, Malaysia und zum Beispiel. Aber das ist ein Thema überall, der alle unsere Lieferanten und auch all unsere Händler sehr wichtig ist. Magst du einen Ball? Ja, gerne. Ich gebe ihn dir. Das schau mal. Sie ist Turnerin. So, und dann haben wir noch den Lennart von Adidas heute bei uns. Genau, hallo, ich bin Lennart Schickling. Ich arbeite in der Unternehmenskommunikation als Praktikant bei Adidas. Und wir haben ja heute auch sehr viel über KI-Anwendungen geredet und dass sehr viel automatisiert werden kann. Daher würde ich gerne fragen, wo Sie denn die Grenze ziehen zwischen menschlicher Intuition und KI-gestützten Entscheidungen, sei es im Sport, in der Produktion oder auch besonders im Management. Also wo entscheiden Sie sozusagen aktiv selbst noch Entscheidungen und wo setzen Sie KI ein? Also die meisten Entscheidungen, denke ich, werden bei uns nach wie vor von Menschen getroffen. Also wenn es um Entscheidungen geht, wenn es um Prozesse geht, die automatisiert sind, dann offensichtlich nicht mehr. Aber die meisten Entscheidungen werden nach wie vor von Menschen getroffen. Und weil eben der Mensch noch unglaubliche Vorteile hat im Kontextualisieren von Themen, also wirklich einen Kontext herstellen von verschiedenen Informationen, die zusammenfließen, da sind wir einfach deutlich besser, wenn es darum geht, gemeinsam ein Ergebnis zu erzielen. Also der Austausch zwischen Menschen, die Interaktion schafft einfach am Ende bessere Ergebnisse, vor allen Dingen dann, wenn diverse Teams zusammenarbeiten. Und da glaube ich, das ist zum Beispiel eine Facette, da wird KI noch lange, lange hinten dran bleiben. Also der menschliche Aspekt, der Zusammenarbeitsaspekt und das eben Kontextualisieren von echt schwierigen Aufgaben, das ist ein Thema, das macht Menschen aus. Und ich würde sagen, die meisten echten Entscheidungen werden bei uns nach wie vor von Menschen getroffen. Das Gleiche. Also. Ball. Ups. So, ich habe vorhin der noch kriegt einen. keinen, weil der arbeitet bei uns zurück. Du kriegst einen Nein. umsonst. Du kriegst einen umsonst. So, ich habe vorhin noch Hände gesehen. Der Herr hier. Gib Frau doch dahin. einmal weiter, eine Reihe. Ja, mein Name ist Thomas Dreikern, ich arbeite im Wirtschaftsreferat der Stadt Fürth.
Ich bin immer ein bisschen traurig. Sie haben die Leistung angesprochen, unsere Sportvereine hier in der Region. Da gibt es zwei, die haben sich früher um die Meisterschaft gestritten. Ja. Inzwischen krebsen sie irgendwo in der 2. Liga rum. Da gibt es Handball- und Eishockeyvereine, die eher im hinteren Tabellenteil zu finden sind. Es gibt jetzt Möglichkeiten, da wird Infrastruktur gebaut, in Nürnberg zum Beispiel ein gesamtes neues Stadion, in Fürth eine neue Gegengerade. Warum engagieren sich ausgerechnet die regionalen großen DAX-Konzerne hier bei einem großen Unternehmen in Südbayern, das Name ich jetzt gar nicht, das mir entfallen ist, und wann kommen Sie mal dazu, die Beschäftigten von Ihren Unternehmen sind hier in dieser Region, dass sie sich hier engagieren, noch stärker in der Infrastruktur, ein einzigartiges Stadion zu bauen beispielsweise, dass diese Clubs hier mal wieder weiter oben zu finden sind in Zukunft? Also beim Club sind wir Sponsor für die Klamotten und die Schuhe und haben eine Zusammenarbeit. Ich glaube, um mehr sich zu engagieren, muss man auch glauben, dass das Projekt nach vorne kommt. Nein. Das ist ja Wahnsinn. Nein, das ist ja so. Die sind in die 2. Liga. Und ich glaube, das Konzept Nürnberg, wenn die richtigen Leute die richtige Unterstützung hätte, glaube ich, wären mehrere Leute dabei, um zu helfen. Aber Club war ja so. Und Fürth weiß ich nicht, da war ich bei Puma dabei. Es ist leider gerade noch düsterer. Also ja gut, aber man muss ja nicht vergessen, gerade im Fußball ist ja der Konkurrenz knallhart. Es ist ja nicht so, dass man nur ein Projekt hat und dann sagt man, sind wir Top 5 in Deutschland. Das ist schon ein langer Weg. Ja. Und der Stadt muss ja dann sagen, wir wollen. Und dann müssen ja alle, und dann kann sicherlich Firmen wie uns auch, aber das muss ein Konzept sein, wo mehrere Leute dahinter stehen. Ne? Also erst muss der Erfolg da Oder? sein, dann kommt das Nein, Sponsoring. nicht Erfolg, aber das muss ein Konzept sein, wo Leute sich dann wirklich engagieren. Oder? Genau. Genau. Unseren Ball, Herr Dreikorn. Ich darf Sachen über 10 Euro nicht annehmen. Ach so? Was kostet denn der? 99. Wir sind in Deutschland. Sehr gut. So. Haben wir So teuer? hier die Dame hier vorne. Danke, Katrin Möslein von der Friedrich-Alexander-Universität. Danke für den Hinweis auf die Talente. Wir haben ganz viel davon, die oben genauso, die UTN auch. Wir allein haben 40.000 und ich kann Ihnen sagen, das sind 40.000 Agenten auf 2 Beinen, die alle mit ganz vielen KI-Agenten arbeiten. Die mischen uns enorm auf. Unsere Strukturen halten noch gar nicht mit, aber die mischen auf und wenn die in die Unternehmen kommen, mischen sie ja weiter. Was ich mich frage, Sie können Ihre Kunden, wir haben es vorhin gehört, schneller, resilienter und erfolgreicher machen. Wie können wir gemeinsam unseren Studierenden noch schneller, resilientere und erfolgreichere Unterstützung bieten? Für alle Tipps dankbar, denn wir sind die Lieferanten für die Köpfe, so wie wir hier sitzen. Und wenn ich den Ball kriege für unsere Studis, dann gebe ich den gerne weiter. Ich darf auch nichts annehmen. Ich darf nichts annehmen. Nee, ich meine, erstmal die Universitäten, die wir in Deutschland haben, wirklich das Positive sind nach wie vor wirklich sehr, sehr gut. FAU kenne ich ja jetzt ein bisschen besser, ganz toll. Was hilft, ist, dass wir nach wie vor auch ausländische Studenten anziehen, was wir machen. Also diese Mischung macht es ja, also Diversität, auch Top-Talente anziehen. Wo ich dran arbeiten würde, wäre wirklich die Curriculums von der Schule nochmal überarbeiten, auch Universitäten überarbeiten. Ich glaube, gerade Schulen, ich glaube, das ist ja wie ein römischer Meilenstein, ne? Da ändert sich ja nichts. Ne? Da muss man dran arbeiten, das substanziell verändern. Universitäten tun das ja auch, also gerade KI-Lehrstühle oder Ähnliches, das zu machen. Und der letzte Punkt, den ich mitgeben würde, aber auch da sind wir, glaube ich, ganz gut, also auf jeden Fall in Erlangen, was kann man noch hochskalieren, ist halt die Zusammenarbeit mit den Firmen. Also dieser Wechsel, Ausbildungsgänge, Studiengänge, die sich sozusagen kombinieren mit einer Ausbildung an einer Firma, bis hin eben zu Promotionen und so weiter. Also das ist extrem stark, da schauen auch viele auf uns, was wir da tun. Und dann, glaube ich, wird da was, ja. Genau. Jetzt willst du den... Gerne. Jetzt habe ich das Mikro mehr zufällig von der Katrin Möslein bekommen, aber wenn ich es schon mal habe, dann nutze ich es auch.
Mein Name ist Nils Oberbeck von der TH Nürnberg, von der UM. Wir sind im Dreiklang wirklich gut aufgestellt als Universitäten, Hochschulen hier in der Region, auch für Sie als Unternehmen. Aber was wir uns auch fragen, ist natürlich, dass die KI nicht nur punktuell in die Studiengänge eingebaut werden muss, dass also Menschen neben Lesen, Schreiben, Rechnen auch KI als Grundkompetenz lernen, sondern wir bilden ja auch mit einem wahnsinnig langen Vorlauf aus. Also die Talente, die wir im Alter von Anfang, Mitte 20 rausschicken zu Ihnen, die sind bei Ihnen über 40 Jahre irgendwo in Unternehmen in der Berufstätigkeit. Also, und wir fragen uns, welche Kompetenzen müssen wir am Anfang wirklich setzen und in der Universität, Hochschule vermitteln, die Ihnen helfen, dass diese Personen bei Ihnen auch über Jahrzehnte einsetzbar sind. Denn es hilft ja nicht, das Wissen von jetzt zu vermitteln, was wir alle kennen, sondern Sie müssen die Fähigkeit haben, sich in den nächsten Jahrzehnten weiterzuentwickeln. Welche das Wissen von morgen Grundkompetenzen, ne? welches Wissen ist Ihnen wichtig? Also wenn ich darüber gesprochen habe, dass man das Konzept überarbeiten muss, dann, ich glaube, das funktioniert nicht, dass man Wissen vermittelt, was die nächsten Jahrzehnte hält. Also ich glaube, es ist ein Konzept, wo man vielleicht kürzer studiert, arbeitet, dann wieder an die Uni geht, weiter studiert, Neues lernt und so weiter. Also dieses kontinuierliche Lernen in irgendeiner Form aufrechtzuerhalten, halte ich für super relevant. Keiner von uns weiß, was wir in 5 oder 10 Jahren an technologischer Ausbildung brauchen. Was ich aber glaube, was extrem wichtig wäre, wäre eigentlich ein Fundament legen zu Mathematik oder Physik. Also dass Leute nicht nur sagen, ich kann jetzt irgendeinen Prompt schreiben, wo jemand eine Gleichung löst, sondern irgendwie einmal wenigstens mal verstanden zu haben, wie Mathematik funktioniert. Oder eben Physik, die Basisthemen. Ich glaube auch, dass das Thema Engineering, Mechanical, Electrical Engineering super relevant ist, weil ich brauche Leute, die eine Spezifikation dann irgendwann schreiben können. Codiert wird das schon oder entwickelt wird das, aber was brauche ich denn? Und das kann man nur, wenn man eigentlich ein fundamentales Verständnis hat über die Zusammenhänge. Das kann dann keiner mehr nehmen. Warum ist das so wichtig? Wenn ich heute Aufgaben durch KI ersetzen kann, dann sind es meist die Rookies, also die Anfängeraufgaben, die ich kriege. Wenn ich über die alle ersetze, wie kriege ich dann irgendwann mal Experten, wenn ich keine neuen Leute mehr reinschiebe? Das heißt, also das ist ein fundamentales Problem, das wir irgendwann lösen müssen. Und eine Antwort darauf heißt eben, dass man einfach diese Basiskompetenz nach wie vor lernt und eben nicht nur sagt, ich habe ein mechanisches Problem und die KI löst es mir. Dann geht das Verständnis darum, wie Dinge zusammenhängen, komplett verloren. Also da sind wir sehr anders. Was wir brauchen in der Welt, wo wir sind, der konsumorientiert ist, Leute, die eine große soziale Intelligenz haben und die mit Menschen kommunizieren können. Ich glaube, dass die alte Organisation, der eine Pyramide war, wo man nur eine Berichtslinie hat und man weiß genau, was man so tun, ist in unserer Branche vorbei, weil wir arbeiten in Matrizen. Und die Matrizen beinhaltet auch verschiedene Märkte und Kulturen. So, was ich suche, ist Leute, die gut kommunizieren können, die in einem Umfeld, das sich ändert, mitgehen können. Und vor allem die Leute, die eine Einstellung haben, die andere Leute besser machen. Diesen Staat, die alles selber machen will, funktioniert in unserer Welt nicht mehr. Und ergo ist es ein bisschen anders. Die Grundknowledge, dass du Mathe, jetzt weiß ich nicht, was mit Mathe du meinst, weil es war schon eine ganz andere Mathe, als ich kann. Aber dass man genug Grundwissen hat, dass man, sagen wir mal, die Schule einigermaßen gemacht haben und dass man die Ausbildung hat. Aber wichtig ist Sprache und Sozialintelligenz und dass man diese Einstellung hat, dass die Welt ist nicht 1:1. Und am Ende so die jungen Menschen, was man auch sieht, ist, dass das ist ein Druck in das Umfeld, dass man jedes Jahr oder jedes zweite Jahr nach oben kommen muss. Und das ist schwierig, weil in einer Organisation ist es ja nicht so, dass alles geht nach oben, weil dann hat man ja plötzlich nur einen Wasserkopf. Und es ist wichtig für die jungen Leute, dass man eine gewisse Geduld haben, dass man in eine Firma kommt, wo man sich mit der Firma identifizieren kann und dass man einen Weg findet, wo man auch Spaß hat. Ich glaube, dass auf jeden Fall bei uns, als ich bei Adidas angefangen, erstmal in die 90er Jahre, das war keine Arbeit, das war irgendwie ein Traum. Und ich glaube, dass man versucht, diese Einstellung wieder zu finden, dass man Spaß hat im Arbeit. Und Menschen, die dann, sagen wir mal, diesen Spaß vermitteln kann, macht auch ein Klima, die besser ist in einem Job. So, ich glaube, das ist so, was wir gucken. Und dann
Sprache. Ich glaube, dass man Sprache gut kann und ich meine, dass man Englisch spricht, ohne dass man böse aushört. Deutsche ist ja oft so, dass wenn man Englisch spricht, hört es so aus, dass man irgendwie böse ist. Jetzt sollte er eigentlich lachen, aber tut er nicht. Weil das ist wichtig, weil wie gesagt, Deutschland ist für uns 6% von unserem Umsatz. Das heißt, wir sind ein Unternehmen in Deutschland, aber der Markt ist überall in der Welt und man muss diese Einstellung haben, dass ein Kunde in India oder in Malaysia oder in Mexiko genauso viel wert ist wie ein Deutscher oder ein Norweger. Und weil das ist unfassbar wichtig für die Zukunft, dass man nicht nur sieht, was hier passiert, weil der Welt wird nicht mehr das Gleiche sein. Der Geschmack und was der Kunde haben will, wird mehr unterschiedlich. Es wird leider mehr lokal. Und meine beste Frau sitzt da, sie sitzt in einer chinesischen Jacke. Das ist kein Zufall. Das ist, weil Design von China kann genauso wichtig sein wie Design von Deutschland. Und ich glaube, wir müssen weg von diesen Dingen, dass alles, was wir machen, ist besser als das andere, weil Kreativität und Entwicklung kommt von überall in der Welt. Und die Einstellung, glaube ich, ist wichtig, dass man schon in die Schule lernt. Weil wenn man das nicht hat, kriegt man jetzt Probleme. Genau, wir haben noch weil die war so lange dran. Oh, das habe ich nicht gesehen, die saß in meinem Rücken. Ja. Genau, nämlich hatten wir es ja von KI vorhin. Und ich arbeite als Hilfswissenschaftler gerade am Lehrstuhl in FAPS an der FAU und setze mich da auch mit Robotern und KI auseinander. Und da haben wir die ethische Frage, gerade wegen der Daten, die verwendet werden, um die Roboter zu trainieren. Es wurde ja gesagt, dass da eben andere Länder viele Daten auch aus der breiten Gesellschaft nehmen, aus der Menschenmenge einfach raus. Was ich jetzt gerade aktuell auch in dem White Paper, das ich schreibe, betrachte, ist, dass dann ja auch Dinge wie Rassismus, Diskriminierung aufgefasst werden könnten, dass eben die Maschinen falsche Dinge lernen. Wie stehen Sie denn da dazu in der Industrie, eben wenn man da breiter das anwenden würde, die Daten? Also ein super relevantes Thema, weil wir jetzt vorhin über Regularien gesprochen haben und wenn da der Eindruck entsteht, dass man Technologie gar nicht regulieren muss, das ist falsch. Also ich glaube, dass Technologie braucht Leitplanken, also nicht Detailregulierungen, sondern Leitplanken. Leitplanken zum Beispiel, was das Kopieren von Biometrik anbelangt, das ist ein No-Go, darf nicht passieren. Was Copyright anbelangt oder eben auch, dass man dann guckt, dass Algorithmen eben das nicht tun, was da passiert. Das passiert jetzt weniger bei den Fundamentalmodellen, weil die werden eben fundamental trainiert, sehr horizontal. Das passiert dann, wenn diese Fundamentalmodelle in soziale Medien, in Plattformen für soziale Medien gehen. Dort kriegen die, das ist ja auch teilweise Deep Learning, also die kriegen ja sozusagen Punkte für Erfolg. Also wenn man, jetzt kommt das Problem, Erfolg heißt, diese Plattformen kämpfen um deine Minute, um deine Sekunden, die du länger dran bleibst. Und so sind die Algorithmen gemacht. Individuen haben da fast gar nichts dagegen zu setzen. Also auch wenn man glaubt, man ist da nicht beeinflusst, das ist sehr subtil. Und da sind dann Limits, wo ich glaube, da muss man einschreiten. Und das schließt auch Algorithmen mit ein, die eben dann nicht diskriminieren in irgendeiner Weise oder Rassenhass verbreiten oder Ähnliches. Kann man steuern über Algorithmen in die eine wie die andere Richtung und da braucht es Regularien. So. Achtung, kannst du fangen? Here we go. Sie können fangen und er kann werfen. So, ich glaube, damit beschließen wir diese Runde. Vielen Dank, lieber Roland. Vielen Dank, Björn. Und alles Gute. Und vielen Dank auch für Ihr Interesse, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und alles Gute Ihnen. Tschüss.